Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, in diesem Video den Roborock Saros 10R mal unter die Lupe zu nehmen. Denn dieses Jahr hat Roborock gleich 2 Spitzenmodelle auf den Markt geworfen. Und im Fazit erkläre ich euch, für welches Spitzenmodell ich mich entscheiden würde. Also, das Fazit anschauen lohnt sich wie immer. Dieses Modell ist vollgespickt mit Innovation und technischen Highlights. Ich sage nur, 80 Grad Mopwäsche gab es noch nie bei Roborock. Dann Wischpads, die in der Station liegen gelassen werden können, um zum Beispiel Hochflorteppiche zu reinigen, gab es auch noch nie. Und viele weitere Neuerungen, unter anderem auch, dass dieser hier gar keinen Liderturm mehr hat und somit die geringste Bauhöhe überhaupt jemals bei einem Roborock-Modell hat mit 7,98 cm. Und vieles mehr verspricht der Hersteller. Ob er das auch halten kann, das schauen wir uns in diesem Video an. Und wenn ihr solchen Content, solche Videos zukünftig nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da und bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Nach dem Unboxing finden wir folgende Gegenstände vor. Wir finden erstaunlich viel Papierkram und haben hier eine Schnellstartanleitung auf Englisch. Wir haben auch Safety Guidelines und Certification. Wir haben einmal eine zweigeteilte Bedienungsanleitung. Dass Roborock Humor hat, sieht man an diesem Aufsteller, denn wer würde so einen Aufsteller hier draufstellen? Aber der ist tatsächlich spannend, denn hier sieht man in unterschiedlichen Sprachen die Sprachanweisung hier für dieses Gerät. Außerdem bekommen wir hier einmal den Saugroboter und dazu direkt 2 Wischpads. Wir bekommen hier diese Multistation in der 4. Version. Dazu bekommen wir einen Netzstecker und einen Ersatzstaubbeutel. Ein weiterer ist bereits hier in der Station verbaut. Was wir nicht bekommen, ist ein umfangreiches Zubehör- und Ersatzteile-Set. Für diesen Preis hätte ich mir hier schon etwas mehr Zubehör gewünscht. Kommen wir nun zur Station des Roborock Saros 10R. Und Roborock selbst nennt diese Station Multifunctional Dock 4.0. Das bedeutet, da sind schon in der Vergangenheit viele Innovationen und Verbesserungen mit eingeflossen. Wir haben hier den Zugang für Frischwasser, 4 Liter Fassungsvermögen und wir haben hier den Zugang für Dreckwasser, 3 Liter Fassungsvermögen. Ich würde sagen, wir drehen das Teil einmal um. Auf der Rückseite gibt es eigentlich nicht so viel zu entdecken, außer der Anschluss für den Netzstecker und ein einfacher Kabelkanal. Wenn wir nun kurz über das Design der Station reden, könnt ihr hier sehen, dass hier so eine dunkle Verspiegelung eingebaut wurde. Sieht sehr, sehr edel aus, auf jeden Fall, ist aber sehr staub- und Fingerabdruck intensiv. Lasst uns nun eine Etage nach unten gehen. Hier haben wir den Zugang zum Staubbeutel. Das ist ein einmal nutzbarer Staubbeutel. Wenn der voll ist, müsst ihr den entsorgen. Schaut mal in der Beschreibungsbox vorbei, wenn ihr hier nach einer nachhaltigen Alternative sucht. Wir haben hier den Zugang für eine Reinigungsmitteldosieranlage und der Roboter bedient sich davon, wäscht seine Mops und füllt in den Wassertank ein, um dann damit die Böden sauber zu machen. Ihr könnt den Reiniger von Roborock benutzen. Wenn ihr hier nach einer nachhaltigen Alternative sucht, schaut in der Beschreibungsbox vorbei. Dann können wir das Ganze hier zumachen. Und jetzt schauen wir uns mal die Highlights hier unten an. Die echten Highlights und Innovationen verbirgen sich hier im unteren Drittel. Dies ist die allererste Station von Roborock, welche mit 80 Grad heißem Wasser die Wischmops reinigt und hier quasi eine Art thermische Desinfektion zur Verfügung stellt. Außerdem wird die Station selbst auch mit 80 Grad heißem Wasser selbst gereinigt, sodass ihr das nicht machen müsst und euch den Stress hier ersparen könnt. Einzig den Filter müsst ihr hin und wieder mal reinigen, aber das war's dann auch schon. Somit erspart ihr euch hier wirklich viel Zeit und Stress. Wo wir es hier vom Waschen haben, das hat eine automatische Dreckerkennung und wenn er merkt, dass die Mops nach einem Reinigungsdurchgang nicht sauber genug sind, dann findet hier ein weiterer Reinigungsvorgang statt. Und wo wir es hier von der Wärme gerade haben, wenn der Roboter beim Wischen zwischendurch zur Station zurückfährt, dann wird nicht hier kaltes Wasser eingefüllt, sondern vorgewärmtes Wasser, sodass der Roboter dann mit warmem Wasser den Boden weiterwischen kann. Und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist und die Mops hier gewaschen wurden, dann werden hier die Wischmops mit 55 Grad warmer Luft getrocknet. Das beugt dann Schimmel vor und unangenehmen Gerüchen und so habt ihr dann hier immer eine frische und saubere Station. Und last but not least ist das die allererste Station von Roborock, wo der Roboter seine Wischpads liegen lassen kann, um dann zum Beispiel Hochflorteppiche zu saugen und so dann mobiler zu sein und mit den Wischpads den Hochflorteppich nicht zu versiffen. Das finde ich persönlich eine sehr coole Sache, weil wir zu Hause den ein oder anderen Hochflorteppich unser eigen nennen.
Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Lasst uns nun die Zeit nehmen und uns mit dem Roborock Saros 10R vertraut machen. Auf den ersten Blick fällt direkt auf, dass das Gerät hier relativ flach ist und außerdem hier dieser LiDAR-Turm nicht mehr verbaut ist. Wir haben hier nämlich das Starsight-System eingebaut. Das heißt, wir haben hier die Sensorik, die dann hierher gewandert ist, neben der Kamera, welche auch für die Objekterkennung zuständig ist. Das Spannende ist, wenn wir das Gerät einmal drehen, haben wir auch hier hinten weitere Sensorik über das Starsight-System. Das hilft dem Roboter hier, ohne den LiDAR-Turm zu navigieren und eine besonders flache Bauweise zu realisieren. Neben dem Starsight-System 2.0 haben wir aber auch hier an der Seite noch einen Sensor und das ist der Vertibeam. Und der Vertibeam orientiert sich hier an vertikalen Objekten, zum Beispiel Stühlbein, Tischbein, Wänden, erkennt aber auch Kabel und weitere Gegenstände, um diese dann nicht drüber zu fahren und entlang zu navigieren. Das werden wir natürlich später ordentlich vertesten. Die Kamera des Roborock Saros 10R dient aber nicht nur der Objekterkennung und Navigation. Ihr könnt auch in diese Kamera über die App reingehen und dann könnt ihr diesem Roboter beim Reinigen zuschauen. Ihr könnt das aber auch ferngesteuert nutzen, zum Beispiel wenn ihr im Urlaub seid, könnt ihr darauf zugreifen, könnt dann bei euch zu Hause zum Beispiel rumfahren und schauen, ob alles passt oder nicht. Außerdem unterstützt euch diese Kamera auch bei euren Haustieren. Es erkennt Haustiere und lässt euch wissen, wo diese derzeit auf der Karte sind und schickt euch natürlich auch Fotos dazu. Aber das ist noch nicht alles. Die Kamera sendet euch auch Fotos von potenziellen Hindernissen, die ihr dann aus dem Weg räumen könnt für ein besseres Saugerlebnis. Jetzt könnte man meinen, dadurch, dass der LiDAR-Turm hier fehlt, dass man dann vielleicht auch Probleme hat bei der Objekterkennung und Navigation, aber dem ist nicht so. Gerade bei der Objekterkennung verspricht der Hersteller selbst kleinste Objekte wie Klemmbausteine zu erkennen. Außerdem soll der Roboter selbst in dunklen Umgebungen souverän und präzise navigieren können. Jetzt würde ich sagen, drehen wir das Ganze einmal um und schauen uns das Ganze mal von unten an. Wenn ich mal diesen Wischpad entferne, können wir sehen, dass wir hier die Mechanik für den Flexarm haben. Und das bedeutet, das Wischpad fährt dann raus und ihr könnt anhand dieser Linie schon sehen, dass er hier bis an den Rand sauber machen kann. Wir haben hier die Hauptbürste wieder in dieser geteilten Form. Wir kennen das schon vom Roborock Curevo Curve Video. Und diese geteilte Art und Form dieser Bürsten hilft, dass wenn sich Haare hier herumwickeln, dass diese nach vorne gezogen werden und dann hier in der Mitte in den Saugschacht reingezogen werden, so dass dann keine Haare mehr bei der Bürste hängen bleiben. Das Ganze werden wir später bei einem dedizierten Haartest mal unter die Lupe nehmen. Lasst uns bei der Saugthematik noch bleiben. Das ist das erste Roborock-Modell, welches eine Saugleistung von 20 Kilopascal hat. Auch das werden wir später in einem dedizierten Saugtest mal unter die Lupe nehmen. Bewegen wir uns nun weiter vorne. Wir haben hier die Seitenbürste und auch diese wackelt hier ganz leicht. Das ist kein technischer Defekt, keine Sorge. Das dient dazu, dass diese Seitenbürste rausfährt. Aber diese Seitenbürste fährt nicht nur raus, um auch aus Ecken Staub und Dreck rauszuholen. Außerdem kann diese hoch und runter gefahren werden. Zum Beispiel, wenn dort ein nasser Fleck ist, dann wird die Bürste hochgefahren, damit sich hier nicht versifft. Das Tolle ist, das Design dieser Bürste sorgt dafür, dass sich auch hier keine Haare umwickeln und dass immer haarfrei bleibt. Ob das wirklich klappt, sehen wir später im Laufe des Videos. Aber diese Wischpads können nicht nur bei der Station abgelegt werden. Wenn ihr zum Beispiel den Modus Vac und Mop nutzt, dann hängen ja die Wischmops dran. Was passiert dann, wenn dieser Roboter einen Teppich erkennt? Er hebt sein Chassis um 10 mm an. Aber nicht nur das, auch diese Wischpads werden hochgefahren, sodass, wenn ihr über Teppiche fährt, diese dann nicht zugesifft werden. Natürlich, wenn es ein sehr hochfloriger Teppich ist, kann man dem nicht vermeiden. Dann muss man natürlich den Saugenmodus nutzen, wo dann diese Wischpads in der Station bleiben. Wenn wir uns den Roboter nun von der Seite anschauen und speziell hier diese Rollen, können wir sehen, dass hier so ein Mechanismus eingebaut wurde. Dieser Roboter schafft Schwellen von 3
Zentimetern. Und wenn es Doppelschwellen sind, zum Beispiel Terrassentüren, dann schafft er sogar 4 Zentimeter. Vor der ersten Inbetriebnahme befülle ich die Reinigungsmitteldosieranlage mit einem Reiniger. Jetzt befülle ich einmal den Frischwassertank. Solltet ihr besonders kalkhaltiges Wasser bei euch zu Hause haben, empfehle ich euch so einen Wasserfilter, damit die Leitungen des Roboters nicht verkalken und verstopfen. Ich habe aber gemerkt, dass Roborock bei diesem Wasserbehälter so einen Filter eingebaut hat und dieser Filter lässt bei Kontakt mit Wasser Mittel frei, welches dann den Kalk quasi reduziert. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr euren eigenen Wasserfilter nehmen, denn dieser hier ist natürlich auch irgendwann mal aufgebraucht. Auch bei diesem Behälter haben wir keinen Hinweis, wie voll wir das machen dürfen, keine Markierung. Irgendwann bekommen wir die Hersteller dazu, dass sie hier auch eine Markierung hinklatschen. Setze den dann hier ein. Ein Staubbeutel ist ja schon standardmäßig installiert und somit bringen wir nun dieses Gerät in die Roborock-App, damit wir loslegen können. Um den Roboter nun mit der Roborock-App zu verbinden, ladet ihr euch die App runter, erstellt euch einen Benutzer und drückt dann oben rechts auf das Plus. Danach befolgt ihr die Anweisungen in der App und verbindet das Ganze mit eurem WLAN, um es von überall zu steuern. Anschließend legt ihr die Erstkonfiguration fest, aber keine Sorge, das könnt ihr jederzeit später wieder verändern. Stellt einfach ein, ob ihr Haustiere, Teppiche oder ein mehrgeschossiges Haus habt oder nicht. Auch den Nicht-Stören-Modus könnt ihr hier direkt einstellen oder auch einfach weglassen. Über den Punkt schnelle Zuordnung könnt ihr den Robo nun einmal durch euer Zuhause jagen, damit ihr die Kategorisierung hier abschließen kann. Solltet ihr Probleme mit eurem Robo haben, kommt zum Forum community-smarthome.com. Dort bin nicht nur ich, sondern auch viele weitere Creator. In der Kategorie Smart Home Geräte und dann bei Mäh- und Saugroboter könnt ihr hier einen neuen Beitrag erstellen. Und dann versuchen wir euch als Community zu helfen. Wir freuen uns auf euch. Nach der ersten Kartierung bekommt ihr einen Entwurf von eurem Zuhause und könnt diesen selbstverständlich bearbeiten. Dazu geht ihr oben rechts hier zum Kartenstiftsymbol. Wo ihr auf jeden Fall einen Blick reinwerfen solltet, ist hier bei Raum bearbeiten. Hier könnt ihr zum Beispiel Räume zusammenführen. Außerdem könnt ihr größere Bereiche teilen. Natürlich könnt ihr auch die jeweiligen Namen des Raumes verändern, könnt ihr Standardnamen benutzen oder auch einfach selbst einen Namen eintragen. Es gibt auch die Möglichkeit, Räume zu entfernen, aber diese werden nicht wirklich entfernt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon einen Raum entfernt. Dieser wird einfach nur ausgeblendet. Das ist ein Punkt, wo Roborock hier die App noch weiterentwickeln muss. Sehr wichtig ist der Punkt Fläche bearbeiten, denn hier könnt ihr die Bodentypen und Teppiche und Schwellen festlegen. Gerade Bodentyp ist sehr spannend. Wenn ihr nicht Fliese habt, sondern Laminat oder Parkett, dann könnt ihr hier die Verlegerichtung festlegen, damit der Roboter diese berücksichtigen kann. Der Roboter erkennt eigenständig Teppiche, aber wenn er einen Teppich bei euch zum Beispiel nicht erkannt hat, dann könnt ihr auch manuell hier Teppiche hinzufügen. Auch Schwellen werden vom Roboter eigenständig erkannt und in der Karte angelegt, aber sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr auch hier selber Schwellen anlegen und diese dann dementsprechend in der Karte speichern. Ihr könnt hier Sperrzonen einrichten. Wenn der Roboter irgendwo nicht durchfahren soll, könnt ihr Wände platzieren und diese so ziehen, wie ihr das gerne haben möchtet. Natürlich könnt ihr auch komplette Sperrzonen einrichten, wenn der Roboter dort gar nicht hinfahren soll. Der Roboter erkennt eigenständig Möbel in eurem Zuhause und wie ihr sehen könnt, hat er bei uns schon einige platziert. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier eigenständig auch Möbel platzieren. Beim Punkt Ablauf könnt ihr festlegen, in welcher Reihenfolge der Roboter durch die Räume fahren soll und könnt dann so individuell für euer Zuhause einen Ablauf festlegen. Wenn euch das aber zu viel Arbeit ist, könnt ihr auch hier die smarte Variante auswählen, dann legt der Roboter eigenständig die Reihenfolge fest. Neben der 2D-Ansicht steht euch auch hier die Möglichkeit einer 3D-Ansicht und einer Matrix-Ansicht. Dafür müsst ihr aber erst einmal den Raum eigenständig scannen. Solltet ihr bei euch zu Hause multiple Stockwerke haben, könnt ihr dann hier draufdrücken und dann auf Karte verwalten abspringen. Wenn ihr nicht schon eingangs mehrere Ebenen ausgewählt habt, dann könnt ihr das hier noch einmal festlegen. Danach bringt ihr den Roboter zu der Ebene, wo er reinigen soll. Anschließend drückt ihr hier auf das Plus und könnt dann hier mit der schnellen Zuordnung bzw. Kartierung dieser Ebene beginnen. Sobald das abgeschlossen ist, habt ihr dann auch diese Karte hier zur Verfügung und könnt dann hier zwischen den Karten jederzeit hin und her springen. Und auch die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die ich euch eben gezeigt habe, könnt ihr natürlich auch auf multiple Ebenen anwenden. Wo wir es hier von multiplen Etagen haben, können wir auch hier die Treppenerkennung des Roborock Saros 10R testen. Ich kann euch beruhigen, auch ohne LIDAR-Turm werden hier Treppenstufen sehr gut erkannt und er fällt hier nicht runter, um Elektroschrott zu werden. Somit können wir auch diesen Punkt abhaken. Kommen wir nun zum Herzstück,
eines jeden Saugroboters, dem Reinigungsprogramm. Ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, alle Räume auf einmal zu reinigen oder auch eine individuelle Raumreinigung zu machen, zum Beispiel hier das Esszimmer, und könnt dann festlegen, ob es nur gewischt oder nur gesaugt oder beides zusammen, und könnt dann hier nochmal die Parameter festlegen. Ihr könnt natürlich auch eine Zonenreinigung machen und könnt natürlich auch multiple Zonen hier festlegen. 5 sind hier maximal möglich und jede Zone könnt ihr auch nochmal eigenständig individualisieren. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel mit SmartPlan gestalten lassen. Das ist das KI-Programm hier vom Roborock Saros 10R. Anhand seiner Sensorik, seiner Algorithmen und seiner künstlichen Intelligenz legt er selber fest, welcher Raum, welcher Bereich wie zu reinigen ist. Wenn ihr das aber zum Beispiel nicht möchtet, könnt ihr natürlich auch euer eigenes Reinigungsprogramm hier konfigurieren. Dazu geht ihr auf Programm, könnt dann hier vorgefertigte Programme nutzen, zum Beispiel Saugen, dann Wischen. Ihr könnt aber auch eigenständig hier Programme festlegen. Dann könnt ihr hier zum Beispiel mit einer Zonenreinigung starten, könnt dann hier festlegen, dass diese Zone als erstes gereinigt werden soll, könnt hier die Parameter festlegen. Danach könnt ihr übergehen zu einer Zimmerreinigung und könnt dann anschließend noch eine Vollreinigung machen. Und so habt ihr dann euer eigenes Reinigungsprogramm hier festgelegt. Gebt dem Ganzen dann noch einen Namen und schon steht euch das dann jederzeit zur Verfügung. Ihr könnt dann hier vorne auf der Startseite dann auch auf dieses Reinigungsprogramm zugreifen. Dankeschön an Karin und meine Frau, dass ich hier den Haartest für euch machen konnte. Ich habe hier die Zonenreinigung aktiviert und Saugen gestellt und die Saugkraft auf maximale Leistung eingestellt. Der Roboter sammelt akribisch jedes Haar hier ein. Jetzt könnt ihr direkt danach sehen, dass an der Hauptbürste kein einziges Haar sich verheddert hat. Das ist phänomenal und hat mich schon damals beim Roborock Curevo Curve stark beeindruckt. Einzig ein paar Strähnen haben sich hier bei der kleinen Rolle verfangen, aber das ist total okay. Selbst die Seitenbürste ist hier haarfrei und somit funktioniert es tatsächlich, dass diese Bauart der Seitenbürste keine Haare verfangen lässt. Für den Saugtest habe ich euch Schnipsel unter den Esstisch ausgeworfen und auch links und rechts vom Fuß platziert. Danach habe ich die Zonenreinigung gestartet, nur auf Saugen gestellt und die maximale Saugleistung aktiviert. Der Roboter fährt dann je nach eingestelltem Reinigungsmuster hier durch die Gegend und versucht, so viel Schnipsel wie möglich aufzusammeln. Wie wir sehen können, schafft der Roboter in einem Durchgang fast alle Schnipsel hier aufzusammeln. Persönlich finden wir die Saugleistung hier wirklich sehr gut. Für den Wischtest habe ich euch Ketchup, Mayo, Senf und Kaffee auf den Boden ausgeworfen. Natürlich war das Ganze noch nicht eingetrocknet. Das heißt, wenn ihr eingetrocknete Sachen habt, dann muss der Roboter hier öfter drüber fahren. Mir war wichtig zu sehen, ob und wie der Roboter das Ganze aufnimmt und ob hier Schlieren hinterlassen werden oder nicht. Wir können sehen, dass der Roboter das im ersten Durchgang sehr gut gemeistert hat. Auch die Mops möchte ich euch zeigen, denn diese sind richtig dreckig und fettig und jetzt möchte ich sehen, ob die 80 Grad Wäsche mit der Reinigungsmitteldosierzugabe nun das Ganze sauber bekommt oder nicht. Die Station hat diese Aufgabe mit Bravour erledigt. Die Wischpads sehen wirklich sehr frisch aus und sauber und das bei nur einem Reinigungsdurchgang. Somit können wir auch das abhaken und zu den Akten stellen. Ich bin zwar eine Stiftung Warentest, habe euch aber dennoch hier ein Hindernisparcours aufgebaut. Die Frage, die wir uns alle stellen ist, erkennt das Gerät Gegenstände und Hindernisse auch ohne den LiDAR-Turm sehr gut oder nicht? Und die Frage können wir mit diesem Test ganz einfach beantworten, ja, es wird eigentlich alles sehr gut erkannt. Selbst der Lego-Block, welcher 2 cm auf 2 cm ist, wird hier vom Roborock Saros 10R wunderbar erkannt. Die Endgegner von diesem Test sind selbstverständlich die Ladekabel und auch das dünne Kabel sowie der Mehrfachstecker werden hier sehr gut erkannt. Einzig zum Ende des Tests leistet sich plötzlich der Roborock Saros 10R ein Fauxpas und hat irgendwie einen Aussetzer und nimmt hier diese Mehrfachsteckdose einfach mal querfeldein mit. Spannend ist, dass er wiederum vor dem dünnen Ladekabel stehen bleibt und diesen sehr gut erkennt. Ich denke, hier muss einfach ein wenig an der Software herumgefeilt werden und dann haben wir hier eine wunderbare Hinderniserkennung. Jetzt testen wir den eingebauten Sprachassistenten des Roborock Saros 10R. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Küche reinigen. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Pausieren. Pausiert. Hallo Rocky. Hallo, wie geht's? Zurück zur Docking Station. Okay. Bitte schaut in der App oder auf dem Aufsteller für eine Auflistung aller Kommandos des Roboters. Damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt, habe ich euch die Töne der Station aufgenommen. So hört sich das an, wenn der Staubbehälter entleert wird. Und so hört sich das an, wenn die Wischpads gewaschen werden. Kommen wir nun zum Stromverbrauch des Roborock Saros 10R.
Nach dem Wischen, wenn die 80 Grad Wäsche eingeleitet wird, verbraucht hier das Gerät 1293,5 Watt. Solche Spitzen finden mehrmals statt und danach startet auch schon hier der Absaugvorgang des Staubbehälters. Und dieser verbraucht 638,1 Watt. Wir haben dann so unterschiedliche Zyklen, wie ihr sehen könnt, welches für die Trocknung und Aufladen der Batterie hier zu Buche schlägt. Wir haben hier 207 Watt in der Spitze und gegen Ende 154 in der Spitze, im unteren Bereich 52 Watt und hier dann knapp 13,9 Watt. Spannend ist der Verbrauch im Standby und dieser liegt bei 4,2 Watt. Wie findet ihr hier die Verbräuche? Findet ihr das zu viel, zu wenig? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin über eure Meinung sehr gespannt. Zum Zeitpunkt des Reviews war Meta mit dem Roborock Saros 10R noch nicht verfügbar. Auf der Homepage zu dem Gerät können wir sehen, dass Roborock verspricht, das in der Zukunft auszuliefern. Und wenn ihr Home Assistant euer eigen nennt, dann könnt ihr natürlich den Saros 10R auch darüber steuern und auch hier gewisse Einstellungen direkt aus Home Assistant heraus vornehmen. Aber nicht nur das. Wenn ich jetzt hier langsam für euch durchscrolle, dann könnt ihr sehen, dass ihr hier weitere Einstellungen über Home Assistant heraus direkt vornehmen könnt. Außerdem könnt ihr das Ganze natürlich dann diese Entitäten dafür nutzen, um dann damit Automatisierung zu bauen. Und wenn ihr wolltet, könntet ihr auch Sachen wie Zonenreinigung oder Raumreinigung auch direkt aus dem Home Assistant heraus steuern und bräuchtet eigentlich gar nicht mehr die Roborock App. Kommen wir nun zu den Stärken des Roborock Saros 10R. Und die größte Stärke fällt hier direkt ins Auge, denn der LiDAR-Turm fehlt und wir haben hier eine Höhe von 7,98 cm und somit kommt er bei uns überall rein und kann von überall den Staub rausholen und wischen. Mit 20 Kilopascal ist das der zweitstärkste Saugroboter auf dem Markt und das trotz seiner sehr flachen Bauweise. Die nächste Stärke betrifft nach dem Wischvorgang, denn dann werden die Wischpads mit 80 Grad heißem Wasser und auch von der Reinigungsmitteldosieranlage mit dem Reinigungsmittel schön gesäubert, auch die hartnäckigsten Fette und Kaffeeflecken rausgeholt. Bleiben wir auch direkt bei der Station. Das ist die stressfreiste Station überhaupt, denn die Wartung ist auf ein Minimum reduziert. Das Teil wäscht sich mit 80 Grad selbst, sodass es auch nicht stinkt oder müffelt oder schimmelt. Und hin und wieder, vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal, je nachdem, wie oft er bei euch rumfährt, holt ihr hier die Einlage raus, kurz unter Waschbecken halten, sauber machen, wieder rein und dann seid ihr schon mit der Wartung fertig. Wie eingangs erwähnt, fehlt ihm ja oben drauf der LiDAR-Turm, aber dennoch hat er eine sehr präzise Navigation. Selbst im Millimeterbereich zwischen zwei Stuhlbeinen navigiert der Roboter souverän. Und das sogar bei schlechten Lichtverhältnissen. Das ist der erste Roborock, wo seine Wischpads hier in der Station liegen lassen kann und ist somit besonders gut für Hochflorteppiche geeignet. Im Normalmodus beim Saugen ist dieser Roboter sehr leise und fällt nicht negativ auf. Er besitzt die berühmt-berüchtigte Duo-Divide-Bürste und diese sorgt dafür, dass ihr keine Haare mehr manuell entfernen müsst. Und last but not least, ich weiß, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber meine Frau und ich fanden die Station hier wirklich sehr schön. Hier mit diesem dunklen Spiegelglas macht echt was her. Ja, die Pflege ist etwas intensiver, man sieht die Staubpartikel schneller und Fettfinger, wenn ich das jetzt mal so anfasse, sieht man auch schneller, aber es sieht echt toll aus, anstatt irgend so ein Klotz, der dort rumliegt, ist einfach in unseren Augen ein schönes Design. Jetzt kommen wir zu dem Teil, was den Herstellern eher nicht so gefällt, und zwar zu den Schwächen. Denn wir wissen, kein Gerät auf dem Markt ist perfekt, auch nicht der Roborock Saros 10R. Eigentlich hat dieses Gerät eine sehr gute Objekterkennung, was wir auch beim Hindernistest sehen konnten. Genau als der Hindernistest fast vorbei war, ist er dann gegen den Stromkabel, den er vorher sehr gut erkannt hat, gefahren. Das bedeutet, da hat er sich ein Fauxpas geleistet und das wird ihm natürlich angekreidet. Das ist aber nichts, was Roborock mit einem Update schnell beheben könnte. Allgemein ist bekannt, dass Saugroboter sich mit dunklen Teppichen und Untergründen schwer tun. Aber das ist ein Spitzenmodell und die Sensorik wird von Jahr zu Jahr immer besser. Und unseren dunklen Kuhfellteppich erkennt er mal und erkennt er mal nicht. Außerdem darf bei dieser Preisklasse das Zubehör gerne etwas mehr sein als ein einfacher Staubbeutel, der mitgegeben wird. Das können die Mitbewerber besser und davon darf sich Roborock eine Scheibe abschneiden. Und last but not least betrifft nicht den Roboter selbst, sondern die Roborock-App, denn Räume, die dieser Roboter sich mal herbei halluziniert, können nicht gelöscht werden.
Diese kann man dann aufteilen und dann ausblenden. Aber gelöscht sind sie nicht, weil man sie hin und wieder, wenn man in die Einstellung der Räume geht, dann wieder sieht. Das sollte auf jeden Fall auch mit einem Update behoben werden. Ja, das war's auch schon. Ihr seid im Outro angekommen. Kommen wir zum Fazit vom Roborock Zaros 10R. Und die größte Frage, die wir uns doch alle stellen, ist, wenn ein Hersteller 2 Spitzenmodelle auf den Markt wirft, zu welchem sollte man denn dann nun greifen? Und meine Meinung ist hier absolut klar und vor allem ist sie logisch. Ich würde immer zum Roborock Zaros 10R greifen. Und warum ist das logisch? Naja, ganz einfach. Zum Navigieren und für die Objekterkennung braucht ihr nicht den ein- und ausfahrbaren LiDAR-Turm, welcher beim Zaros 10 irgendwann mal defekt sein könnte. Außerdem, um die Seiten zu wischen, fährt er einfach seinen Arm aus. Beim Zaros 10 wurde dafür extra eine kleine rollierende Bürste mit eingebaut. Natürlich hat er sich hier und dort mal ein Fauxpas geleistet, aber das ist nichts, was man mit einem Update nicht beheben könnte. Der Zaros 10 ist natürlich auch nicht fehlerfrei. Den konnte ich jetzt nicht testen, aber davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Und dieses Modell wird die Zukunft von allen Roborock-Modellen meiner Meinung nach beeinflussen. Denn Roborock wird merken, dass es auch ohne LiDAR-Turm geht, ohne die Mechanik geht und zukünftige Modelle daran orientieren. Und wenn ich euch jetzt richtig heiß gemacht habe, den Link für den Roborock Zaros 10 und auch den Link für den Roborock Zaros 10R habe ich euch unten in die Beschreibungsbox gepackt. Dann könnt ihr dort draufklicken und landet dann hier auf der Seite und könnt euch dann auch weiter über die Geräte informieren. Was denkt ihr über das Gesagte? Stimmt ihr dem zu oder nicht? Oder denkt ihr was komplett anderes? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Auf diesem Kanal wurden bisher alle Kommentare beantwortet. Also wenn das nicht Motivation ist, jetzt könnt ihr sofort anfangen zu schreiben. Wenn euch dieses Video geholfen hat, eine fundierte Kaufentscheidung für den Roborock Zaros 10R zu treffen, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Es war sehr viel Arbeit und dann macht so ein Like doch einiges wieder gut. Und jemand anderes unbedingt dieses Video sehen sollte, um auch selbst eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ansonsten, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao!